Achtlos fahren wir an ihnen vorbei, nehmen sie kaum noch wahr. Aber Lärmschutzwände sind nicht nur nützlich, sondern auch ein richtig lukratives Geschäft. In Ganakesee werden solche Lärmschutzwände im XXL-Format produziert. Geschäftsführer Gerd Heldrige sieht für seinen Betrieb goldenen Zeiten entgegen. Das ist im Grunde genommen der bedeutendste Markt, den wir haben, weil er auch am dynamischsten wächst. Das ist nicht nur lokal, sondern perspektivisch weltweit ein Riesenmarkt. In Summe Billionen über die nächsten 20, 30 Jahre. Und es wird auch ein Markt, der nie kleiner werden wird, weil Lärm für jeden einzelnen Bürger bedeutsam ist. Als die A1 saniert wurde, hat seine Firma ordentlich mitverdient. 70 Kilometer Lärmschutzwände für rund 30 Millionen Euro wurden verbaut. Auch diese Wände auf der A270 in Bremen-Nord sind aus dem niedersächsischen Betrieb. Über leere Auftragsbücher macht sich der Geschäftsführer keine Sorgen. Ganz Europa ist schon seit 10 Jahren sensibilisiert. Ganz Europa ist lärmkartiert. Das musste abgeschlossen sein bis 2007. Das ist auch weitestgehend geschehen. Und mit dieser ganzen Diskussion beschäftigt sich jeder einzelne Bürger damit. Er kann im Grunde genommen im Internet nachschauen, bin ich rot, muss bei mir etwas passieren oder muss bei mir nichts passieren. Auch von Bremen gibt es eine solche Karte. Rund um die rot markierten Häuser ist es besonders laut. Über 30.000 Bremer sind davon betroffen. So wie hier am Harstedter Osterdeich. Wo Lärmschutzwände keinen Sinn machen, lassen sich die geplagten Hausbesitzer immer häufiger Lärmschutzfenster einbauen. Für Tischlermeister Michael Vogel ein wichtiges Standbein. Es nimmt zu. Also jetzt, heute, morgen war der nächste Kunde, der Schallschutzfenster haben wollte und auch bestellt hat, der in der Nähe einer Bahnlinie ein Mehrfamilienhaus hat und wo die Problematik ist, dass der Schallschutzzaun nur bis zu einer gewissen Höhe reicht, aber oben im Dachgeschoss nicht mehr die Wohnung davor schützt. Und solche Problematiken gibt es immer öfter. Aber auch das beste Schallschutzfenster nutzt nichts, wenn man bei offenem Fenster schlafen möchte. Die Lösung dafür hat eine Firma für Hörakustik in der Bremer Neustadt. Hier gibt es maßgefertigte Ohrenstöpsel auf Wunsch mit einer ganz besonderen Technik, die aber nicht gerade preiswert ist. Sieht man bei den Leuten die Kinnlade runtergehen, wenn sie dann sagen 175 € für Ohrschutz? Gelegentlich ja. Das sind Filtersysteme, die dafür sorgen sollen, dass alle Frequenzen gleichmäßig abgedämmt werden. Dass man also beim Hören einen Lautstärkeverlust hat, aber keine Klangveränderung. Die Silikonmasse wird vorher direkt in das Ohr reingespritzt. So passen sie später perfekt. Eigentlich ist die Firma auf Hörgeräte spezialisiert, aber mittlerweile kommt täglich ein Kunde für diesen speziellen Hörschutz in den Laden. Das können unterschiedliche Sachen sein, beruflich, Musiker, die das benötigen, Leute, die in sehr lärmstarken Betrieben arbeiten und auch im privaten Bereich, die ihren Ehepartner nicht schnarchen hören wollen. Da ist eigentlich alles drin. Ob nur wenige Zentimeter groß oder Meter hoch. Wer vom Lärmschutz lebt, hat wohl wenig Sorgen um die Zukunft.